Würden Sie aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm aus Seide? Habotai-Seide, ein ganz besonderes Produkt. Artikel, den wir schon ganz lange haben und auch in vielen verschiedenen Ausführungen. Die Eigenschaften sind ganz fein, ganz fließend, ganz weich. Die Habotai-Seide kommt im Bereich von Innenfuttern sehr viel vor, aber auch für die Abendmode absolut geeignet. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Habotai-Seide, die möchte ich einmal kurz zeigen. Die unterscheiden sich aber nur in dem Gewicht und dadurch dann eben auch in der Transparenz bzw. in der Blickdichte. Wir haben da 5 verschiedene, die sind nur in Rohweiß erhältlich. Das wäre der Artikel 3008. Basierend auf dem ist der Artikel 3039, den ich jetzt zeigen möchte, ist auch Habotai-Seide, aber hier haben wir eine Farbkarte. Erstmal das Muster ist so. Hier sieht man sehr glänzend, ganz fein, schöner Fall, ganz leicht, schwebt fast in der Luft. Farbkarte hierzu möchte ich einmal noch ins Bild zeigen. Die ist nämlich mit 90 Farben eine unserer größeren Farbkarten. Alles dabei, die wächst auch ständig, alles auf Lager. Bestellen Sie sich gerne größere Muster oder postkartengroße Muster, ungefähr so wie dieses hier, um eine Idee zu kriegen, wie sich das anfühlt. Früher wurde Habotai-Seide dazu verwendet, tatsächlich im Fallschirmbereich. Also man nennt es auch Fallschirmseide. Bevor Nylon erfunden wurde, haben die Leute Habotai-Seide verwendet für ihre Fallschirme. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Flugzeug springen würde und mit einem Fallschirm aus Seide, vor allem aus dieser, aber dadurch, dass sie einfach so besonders reißfest und strapazierfähig ist, wird das wohl funktioniert haben. Und dann geht das weiter, etwas transparenter. Artikel 3006, wo ich noch sagen wollte, dass die letzte Nummer bei dem Artikel immer ungefähr der Momi-Anzahl entspricht, also der chinesischen Einheit für das Gewicht bei Seide. 8 etwas schwerer, also etwas blickdichter als 6, das ist 3007. Der wirkt jetzt etwas transparenter, liegt aber auch daran, weil das Muster schon deutlich älter ist und schon durch mehr Hände gegangen ist als die anderen beiden. Die unterscheiden sich alle nur in Breite oder in dem Gewicht. Hier kommt 3002, der ist deutlich schwerer mit 64 Gramm. Da hört das dann auch auf mit Transparenz. Das ist schon fast blickdicht. Der wirkt auch matter und nicht mehr so glänzend und hat einen etwas festeren Griff als die anderen. Wir haben noch einen Artikel, und zwar ist das der Artikel 3011. Habotai Sandwashed, hier haben wir die Farbkarte und hier einmal in groß. Dieser Artikel wurde mit diversen kleinen Sandsteinen in große Waschmaschinen geworfen und dadurch hat man diese wunderschöne Haptik und auch Optik erzeugt. Dieser Artikel glänzt, wenn man ihn so ein bisschen faltet, aber eigentlich ist er matt und man fühlt das. Das ist auch wieder ein Artikel, den würde ich Ihnen nahelegen, einmal sich ein paar Muster zu bestellen und selber anzufassen. Unglaublich eleganter Fall. Genau, das war zum Thema Habotai.